Eine geheime Station der Nationalsozialisten in der Antarktis steht unter Verdacht, seine U-Boote vor die Küste Schwedens zu schicken. Dort treiben diese sogenannten Geister-U-Boote ihr Unwesen und halten die schwedische Marine in Atem. Komischerweise beschuldigt die schwedische Regierung die Bundesrepublik Deutschland für diese Vorfälle mitverantwortlich zu sein. Doch sind die U-Boote der Bundesmarine in der Lage, dort zu operieren und bei einem Katz-und-Maus-Spiel mit schwedischen U-Boot-Jagdeinheiten stets die Oberhand zu behalten? Was können die deutschen U-Boote der Bundesmarine und warum deutsche U-Boote die US-Streitkräfte zum Verzweifeln bringen? Was diese verhältnismäßig kleinen U-Boote gepaart mit deutscher Seemannskunst bewerkstelligen können und warum hochrangige US-Offiziere von den deutschen Leistungen schockiert sind, erfahrt ihr in diesem Video. In den 1980er Jahren hatten die Sichtungen der Geister-U-Boote ihren Höhepunkt erreicht. Die schwedische Marine stand diesem Phänomen machtlos gegenüber und der zunehmende Druck des schwedischen Volkes und der Weltöffentlichkeit veranlasste die Schweden, zu drastischeren Mitteln zu greifen. Die schwedische Marine setzte U-Boot-Jäger, Flugzeuge, Hubschrauber, scharfe Wasserbomben und Seeminen ein. Szenen wie aus einem Krieg, da die Schweden die territorialen Verletzungen ihrer Gewässer nicht länger hinnehmen wollten und konnten. Die gejagten U-Boote führten trotzdem die schwedischen Streitkräfte vor und verschwanden nach tagelanger Jagd spurlos. Doch ein Vorfall aus dem Jahre 1982 ist besonders aufschlussreich, doch fand dieser gezielt kaum Aufmerksamkeit und eine regelrechte Vertuschungsaktion griff und er ging in der Geschichte unter. Ein unbekanntes U-Boot wurde nach mehreren Tagen Verfolgung von der schwedischen Marine eingekreist. Zunächst deutete alles darauf hin, dass die Schweden das Boot festsetzen konnten, doch es tauchte auf knapp 40 Meter Tiefe und verharrte am Meeresgrund. Schwedische Kampfschwimmer tauchten zu dem U-Boot hinab und brachten einen magnetischen Peilsender an dem U-Boot an. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wusste man, dass es sich um kein U-Boot der Bundesmarine handelte, da die deutschen U-Boote aufgrund der Bedrohung durch Magnetminen aus antimagnetischem Stahl erbaut wurden. Ergo hätte ein magnetischer Peilsender nie an dem U-Boot haften können. Nach Aussagen der Taucher war das U-Boot recht klein. Es hatte eine charakteristische Form, die stark an die neuesten U-Boot-Typen der Kriegsmarine 1944-45 erinnerte. Der Sender war befestigt und man wollte dem U-Boot folgen, wenn es sich in Bewegung setzte. Sollte die Falle endlich zuschlagen und die Identität des U-Bootes bald preisgegeben werden? Weit gefehlt. Denn nach Starten der Motoren des am Meeresboden verharrenden U-Bootes fiel der magnetische Sender einfach ab. Die Schweden waren ratlos. Welchen Antrieb nutzte das U-Boot, das nach Einschalten seiner Motoren antimagnetisch wurde? Sollte es sich hier um eine ganz neue Art von Antriebssystemen handeln, die auf Viktor Schauberger zurückzuführen sind? Sollte das U-Boot tatsächlich ein reichsdeutsches U-Boot mit Herkunft nur Schwabenland sein? Geklärt werden konnte diese Frage offiziell nie, da das U-Boot einfach verschwand. Ein weiterer mysteriöser Zwischenfall ist zu verzeichnen. Ein weiteres unidentifiziertes Unterwasserobjekt wurde geortet und näherte sich einer zuvor angebrachten Falle der schwedischen Marine. Nach genauer Bestimmung der Position wurde die Mine gezündet, dabei soll das U-Boot beschädigt worden sein. Es sank auf dem Meeresboden ab. Daraufhin fing man durch Unterwassermikrofone Geräusche ab, die auf Reparaturarbeiten zurückzuführen waren. Kein Zweifel, man hatte ein unbekanntes U-Boot beschädigt. Zudem soll eine Substanz, die eine grünliche Farbe hatte, an die Wasseroberfläche aufgestiegen sein. Die schwedische Marine sammelte Proben, die allerdings auf mysteriöse Weise verschwanden. Nach einiger Zeit waren keine Geräusche von dem U-Boot mehr zu verzeichnen und das Boot war verschwunden. Tatsächlich konnte die schwedische Marine nie eines der unbekannten U-Boote aufbringen. Bis heute tappt man offiziell über die Herkunft im Dunkeln. Einigen Berichten zufolge wurde häufig ein fremdes U-Boot von der schwedischen Marine festgesetzt. Auch kamen Wasserbomben, Minen und Raketen zum Einsatz. Doch häufig wurde der Einsatz von der schwedischen Marine untersagt, da ein direkter Treffer unvermeidbar und die vollständige Zerstörung des U-Bootes nach sich gezogen hätte. In letzter Minute mussten die Militärs den Einsatz von Sprengmitteln abblasen. Warum hatte die Politik die Aufbringung der fremden U-Boote untersagt? Laut unbestätigten Informationen wollte man eine Eskalation mit einer deutschen Exilregierung und dessen Streitkräften aus Nordschwabenland vermeiden, um nicht in einen Krieg verwickelt zu werden. Die schwedische Regierung wusste um die schlimmen Verluste der Amerikaner, die bei der Operation High Jump sich mit diesen Kräften im Streit befanden und geschlagen wurden.
Inwieweit die Diplomatie griff, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand genau sagen. Wie viel Wahrheit an dieser Information steckt, darf jeder für sich selber beurteilen. Fakt bleibt, die deutsche U-Boot-Entwicklung war ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus. Die Deutschen hatten zu Zeiten der Nationalsozialisten eine Revolution im U-Boot-Bau eingeleitet. Wie weit sie tatsächlich waren, ist bis heute unbekannt und wird unter Verschluss gehalten. Doch werfen wir einen Blick auf die Nachkriegszeit und den deutschen U-Boot-Bau. Zwar durfte Deutschland nur sehr kleine dieselelektrische U-Boote bauen und haben, so waren diese U-Boote doch ihren Gegnern und Verbündeten der führenden Weltmächte weit überlegen. Was diese U-Boote leisten konnten, sollte im Jahre 2001 die Welt erfahren. Bei einer Übung konnte das dieselelektrische U-Boot U-24 vom Typ 206A den Sperring einer US-amerikanischen Trägerkampfgruppe unbemerkt passieren. Das kleine deutsche U-Boot U-24 wollte aber zeigen, was es wirklich kann. Es fuhr so nah an den US-Flugzeugträger Enterprise, dass es hätte diesen rammen können. Es schoss einen simulierten Torpedo ab, begab sich auf Seerohrtiefe und machte Bilder von dem Stahlkoloss durch sein Seerohr. Auch das Seerohr bemerkte niemand der US Navy, obwohl ein Flugzeugträger von unzähligen Schiffen und Flugzeugen insbesondere zur U-Boot-Abwehr bewacht wird. U-24 tauchte unter, näherte sich dem Flugzeugträger gefährlich, tauchte ohne Vorwarnung dicht neben der schwimmenden Festung auf. Mehr hätte man die US-amerikanischen Seestreitkräfte nicht vorführen können. Der kommandierende US-Admiral schäumte vor Wut und war außer sich, dass ein gigantischer und zudem gut geschützter Flugzeugträger von einem kleinen und billigen dieselelektrischen U-Boot vernichtet oder stark beschädigt hätte werden können. Ein Gesichtsverlust der US-Streitkräfte, der weltweit für Aufsehen sorgte. Die Deutschen konnten durch ihre hervorragenden Kenntnisse im U-Boot-Bau beweisen, dass sie mit ihren kleinen Waffen es mit jeder Weltmacht aufnehmen konnten. Noch ein weiteres Mal konnte der deutsche U-Boot-Bau seine Stärke beweisen. Ein US-amerikanisches Jagd-U-Boot hatte während eines Manövers den Auftrag, das deutsche U-Boot zu orten und zu jagen. Diesmal sollten US-amerikanische Offiziere die deutschen Soldaten bei ihrer Arbeit auf ihrem U-Boot beobachten. Sie gingen an Bord des deutschen U-Bootes. Das deutsche U-Boot konnte mehrfach das amerikanische U-Boot anlaufen und sich nähern. Das US-U-Boot ahnte nichts von der Anwesenheit der Deutschen, obwohl es sein Auftrag war, das U-Boot zu suchen und zu jagen. Die US-Offiziere an Bord des deutschen U-Bootes waren sprachlos und laut Aussagen von deutschen Soldaten hatten diese bei seinen Annäherungen an das US-U-Boot Schweißperlen auf der Stirn. Auch hier zeigte die deutsche Bundesmarine, dass sie mit ihren müde belächelten U-Booten in der Lage sind, modernste U-Boote ihrer Verbündeten in einem Krieg unbemerkt vernichten zu können. Die deutschen Ingenieure konnten an der Entwicklung des Zweiten Weltkrieges anknüpfen und diese über Jahrzehnte perfektionieren. Man muss dazu sagen, dass die deutsche Marine in ihrer Entwicklung nicht frei war, da die Siegermächte untersagten, bestimmte Waffentechnologien zu entwickeln oder gar zu bauen. Somit perfektionierten die Deutschen einfach ihre Waffensysteme, die sie bauen durften, und das so perfekt, dass selbst die US-Flotte sich davon zu Recht bedroht fühlte. Doch in der jungen Bundesrepublik gingen die Pläne für modernste U-Boote noch weiter. Das Verteidigungsministerium unter Franz Josef Strauß brachte deutsche Atom-U-Boote ins Spiel, um sich vor den Sowjets zu schützen. Sehr zum Leidwesen der Amerikaner. Die Pläne waren weitaus fortgeschrittener als heute vermutet. Zudem liegt bis heute ein Geheimnis im deutschen Boden, von dem kaum jemand ahnt, obwohl tausende Menschen täglich über diesen Ort laufen, ahnen sie nicht im geringsten, was sich unter ihren Füßen verbirgt. Es geht spannend weiter. Wir suchen und lüften vermeintliche Mythen und Legenden. Folgt mir auf der Bemühung, die Geschichte lebendig zu halten.